Heute ist das Fest der heiligen Teresa Benedicta vom Kreuz, auch bekannt als Edith Stein. Sie ist eine Heilige des Karmelordens. In der heutigen Sendung Der Garten des Gebets wird uns der Karmelit Pater Roberto Pirasto Näheres über diese Heilige und ihren heurigen 100. Tauftag berichten. Durch diese Sendung begleitet sie Veronika Naderer und aus Rom zugeschaltet ist uns jetzt Pater Roberto Pirasto. Ein herzliches Grüß Gott. Ja, grüß Gott, liebe Veronika und allen Hörerinnen und Hörern von Radio Maria. Ja, ich bin gerade in Rom, wo ich in der Hitze der letzten Wochen noch jetzt vor dem Computer sitze. Ich bin nur getrost da, weil es auch ein wenig regnet heute. Also wir haben keine 37 Grad Hitze wie die letzten Tage. Etwas erträglicher. Ja, schön, dass wir uns heute hören, dass wir miteinander sprechen, weil es eben das liturgische Fest auch der heiligen Edith Stein, der Schwester Teresa Benedicta vom Kreuz ist. Am 9. August wird sie überall gefeiert als Patronin Europas. Sie ist mit der heiligen Birgitta von Schweden und Katharina von Siena Co-Patronin, Mitpatronin Europas. Und deshalb wird sie nicht nur in unserem Orden bei den Karmeliten und Karmelitinnen gefeiert. Und ich muss auch sagen, sie wird immer mehr, also immer bekannter als eine Heilige, die viel zu sagen hat, besonders durch ihr Lebenszeugnis, denke ich, neben den vielen Schriften und Untersuchungen, die sie auch verfasst hat. Aber ihr Lebenszeugnis steht für mich zumindest ganz im Vordergrund. Als Märtyrerin ist sie vor genau 80 Jahren, also am 9. August 1942, in Auschwitz ermordet worden, weil sie Jüdin war und auch weil sie Katholikin war. Sie hatte durch eine Zeit des Atheismus, wie sie selber das beschreibt, also eine Zeit lang hat sie keinen Glauben gehabt und schließlich doch ist sie katholisch geworden. Das feiern wir auch heuer, aber am 1. Jänner, da war nämlich der 100. Tauftag. Also 20 Jahre vor ihrem Tod hat sie sich taufen lassen. In einer kleinen Kirche in der Pfalz in Deutschland, nachdem sie durch ihre Studien, durch ihre Begegnungen mit Menschen, durch die persönlichen Erfahrungen zu einer Begegnung mit Jesus, können wir ganz direkt sagen, gekommen ist. Ein Prozess, der natürlich auch etwas gedauert hat, der Annäherung an den Glauben, nachdem sie eine Weile eben den jüdischen Glauben abgelegt hatte, den sie in der Familie vorgefunden hatte und auch miterlebt hatte. Aber so als Teenager hat sie sich davon abgewandt, wie so oft auch bei uns denken wir an die vielen Teenagers, die das Beten und den Kirchengang aufgeben, weil sie es nicht so sinnvoll finden. Sie auch hat diesen Schritt gemacht, um allerdings dann durch ihre Studien, durch ihre Haltung insgesamt, und darauf möchte ich gerne eingehen, sich auf den Weg gemacht hat also auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, können wir sagen, nach der Wahrheit allgemein, nach der Frage, was ist der Mensch? Sie hat das Leben ernst genommen und wollte es auch genau wissen, wie es um den Menschen steht. Hat auch Philosophie studiert, aber ich möchte ja nicht das ganze Leben jetzt nacherzählen. Das ist schon oft passiert, auch durch mich, glaube ich, auf Radio Maria. Ich möchte in dieser Spannung zwischen Taufe und letzter Hingabe als Karmelitin im Martyrium auf einen Aspekt hinweisen, der, glaube ich, für uns alle so wichtig ist, wenn wir, besonders in dieser Sendereihe, über das Gebet sprechen, über ein gutes Gebet, über eine gute Beziehung zum Herrn, über die Wege, die wir haben, auch diese Beziehung zu pflegen.
Bei Edith Stein nämlich sehen wir in ihrem Leben eine Entwicklung, wie in jedem Leben natürlich, aber eine Entwicklung hin zur Interiorität, also zur Innerlichkeit, die schließlich auch zum Glauben geführt hat und dann als Weiterentwicklung auch in den Karmel, wo, wie Sie wissen, ein kontemplatives Leben geführt wird, bei den Schwestern im Besonderen. Also da wird die Innerlichkeit ganz auch konkret durch Stille, durch Einkehr gesucht und gepflegt. Ein Weg also zur Innerlichkeit, in die Innerlichkeit. Wie kann sie uns dabei helfen? Ganz konkret und schlicht. Wissen Sie, die heilige Edith Stein hat diesen Ruf, ein wenig so kompliziert zu sein oder sehr intellektuell. Sie war natürlich auch eine Philosophin und Wissenschaftlerin und einige Schriften besonders von ihr sind fachliche Abhandlungen, philosophische Schriften, die nicht leicht zu lesen sind. Aber, und das soll uns ermutigen, auch Edith Stein ein wenig kennenzulernen, sie schreibt einmal an eine befreundete Schwester in der Zeit, als sie schon katholisch war und recht viele Vorträge gehalten hat rund um Deutschland. Auch in Österreich war sie ein paar Mal. Also eine sehr gefragte Vortragende. Sie schreibt dieser Schwester, wissen Sie, ich werde oft angefragt, also ich sage es jetzt in meinen Worten, das ist kein wörtliches Zitat, aber in diesem Sinne sagt sie, ich werde oft gefragt, auch Vorträge zu halten, also mich zu deklarieren über Themen, die mir zum Teil auch fern liegen und Themen verschiedener Art, aber egal oder gleichgültig welches Thema ich da vortragen soll, ich versuche darin immer nur eine kleine Wahrheit zu vermitteln. Und zwar diese einfache Wahrheit, an der Hand des Herrn zu leben. Das bleibt ein Motto für ihr ganzes Glaubensleben, auch für ihre spirituelle Erfahrung offensichtlich. Und so einfach, an der Hand des Herrn zu leben, zu gehen, trotz der vielen, vielleicht komplizierteren auch Ausdrücke und Abhandlungen, die man bei ihr findet man auch sehr viele Texte, die wirklich ganz groß helfen, selber an der Hand des Herrn zu leben. Das heißt für sie, in der Gegenwart des Herrn zu leben. Und Sie sehen schon, das klingt schon das Karmelitanische mit hinein, schon zu der Zeit. Sie wollte eigentlich gleich nach der Taufe Karmelitin werden, musste aber mehrere Jahre warten. An der Hand des Herrn gehen. Und wie geht das? Was heißt das? Schauen wir kurz, heute möchte ich ein paar so Blitzlichter werfen, auf die Entwicklung der heiligen Edith Stein. Natürlich muss man auch zugeben, sozusagen, dass sie eine gewisse Veranlagung dazu hatte, zu dieser Innerlichkeit. Also sie war sicher schon als Kind, überhaupt als Person, eine Person, die nachdenklich war, also hat ein Talent gehabt zum Nachdenken, zu dem, was sie später Leben aus der Tiefe nennen wird. Also sie mochte auch als Jugendliche keine Oberflächlichkeit, keine ungenauen Dinge, sondern hat von Natur aus, können wir sagen, immer versucht, bewusste Entscheidungen zu treffen, also Dinge zu tun, hinter denen sie auch stehen konnte. Deshalb hat sie zum Beispiel das Beten aufgegeben, weil sie ehrlicherweise sich selber gesagt hat, ich kann nicht dahinter stehen, ich glaube nicht wirklich und das, was ich als gelebter Glaube hier erlebe in der Familie, überzeugt mich nicht ganz.
Also tue ich das nicht. Sie sehen, eine gewisse Redlichkeit, können wir auch sagen, der eigenen Überzeugung gegenüber. Wenn ich es nicht aus meiner Tiefe empfinde, als stimmig, als zu mir passend, dann tue ich das nicht. Und so auch im Allgemeinen war sie recht empfindlich. Also ihr Inneres war nicht so versteckt ihr gegenüber, ihr selber gegenüber, sondern sie hatte schon als Kind, als Jugendliche und als junge Frau einen guten Zugang zu den eigenen Empfindungen. Sie könnten jetzt sagen, no, das macht sie aber nicht unbedingt so sympathisch, ja? Weil wenn man sagt, ich mache es nur dann, wenn ich ganz voll dahinter stehe, gibt es da nicht die Gefahr, dass man etwas hart wird, dass man also sagt, oh, wenn ich es nicht glaube, dann tue ich nichts. Dann, also wenn es mir nicht passt, sozusagen, dann tue ich das nicht. Ja, sie kennt auch diese Versuchung in jungen Jahren, ein wenig dickköpfig zu sein. Aber jetzt machen wir, glaube ich, ja gleich auch eine Pause. Danach möchte ich Ihnen aber zeigen, wie es bei ihr eben diese Eigenschaft, die auch zur Eigenbrödelei oder zur Dickköpfigkeit hätte führen können, doch wesentlich zu einer großen Offenheit geführt hat. Also dass eine sehr positive Eigenschaft gewesen ist, und zwar auch im Hinblick auf das Gebet und auf das Glaubensleben später. Dazu betrachten wir also diese Eigenschaft der heiligen Edith Stein noch lange bevor sie zum Glauben gelangte. Auf der einen Seite also diese intellektuelle Redlichkeit, wir können sie auch so nennen, sich selber gegenüber, also versuchen, ein Leben zu führen, das stimmig ist mit meiner Empfindung, mit meinen Überzeugungen, aus der Tiefe leben, wie man auch sagen kann, aus einer Tiefe, die ihr zuerst nur psychologisch gewissermaßen zugänglich ist. Sie ist eben noch nicht gläubig. Sie wird später erst entdecken, dass in dieser Tiefe ihrer Seele, ihrer Person, so wie bei uns allen, Gott selbst wohnt. Und deshalb auch dieses Leben aus der Tiefe, das Leben mit Gott bedeutet. Das ist die eine Seite, diese Redlichkeit. Die andere ist gleichzeitig die Leichtigkeit, beeindruckt zu werden, also Eindrücke auf sich einwirken zu lassen. Sie war empfindlich als Kind, als junge Frau. Sie hat also das, was sie erlebt hatte, sehr stark empfunden. Also das, was sie erlebte, fand leicht Zugang zu ihrem Inneren und hinterließ auch Spuren. Und sie behielt diese Offenheit auch für die Eindrücke von außen. Es ist bekannt, was sie selber sagt, dass sie zum Beispiel später sich entschied, nicht mehr Alkohol zu trinken, also gar nicht mehr, also Abstinenzlerin zu werden. Und warum? Weil der Eindruck eines betrunkenen Mannes auf der Straße sie so eben bewegt hat, so innerlich erschüttert hat, dass sie für sich dann die ganz dezidierte Entscheidung getroffen hat, na, das will ich nicht, mich so gehen lassen und mich so verlieren. Also daraus folgt, also mit Redlichkeit und mit Konsequenz, dass ich nicht mehr trinke. Wie gesagt, zwei Fähigkeiten oder zwei Veranlagungen, die auch natürlich sind, die jeder von uns allerdings, wenn er will, auch schulen und erlernen kann. Und tatsächlich, wie Sie vielleicht auch andeuten könnten oder anmerken könnten, die auch in eine falsche Richtung gehen hätten können. Also eine Richtung von Hartherzigkeit oder
Dickköpfigkeit, nicht wahr? Also nur das, was ich empfinde, nur das, was ich meine, nur ich. Aber tatsächlich, da kommt noch eine Eigenschaft von ihr, die sich wirklich durchzieht, ganz wesentlich durch ihr Leben, ist eine grundsätzliche Öffnung für den anderen, für das andere, für den anderen besonders. Das heißt, die Bereitschaft, auch andere Meinungen ernst zu nehmen oder sagen wir mal allgemein Erfahrungen, die sie macht, ernst zu nehmen, also in sich hineinzulassen. Sie wird später sagen, so wie ein Siegel in den Wachs eine Prägung bewirkt, also sich einprägt, so prägen sich die Erfahrungen von außen, also was wir erleben, was wir hören, was wir sehen, in unsere Seele, sagen wir ja jetzt allgemein, unsere Seele ein, auf einer mehr oder weniger tiefen Schicht meiner Person. Und jetzt kann ich natürlich das verhindern oder mich verschließen. Also diese Offenheit nicht zulassen, auch weil diese manchmal wehtut. Nicht alle Erfahrungen sind erfreulich, andere sind entweder mit Leid verbunden oder zumindest mit einer Mühe verbunden, weil ich muss vielleicht meine alte Meinung ändern oder meine alten Überzeugungen wieder revidieren. Sie wählt eben diesen Weg, die Eindrücke, die Erfahrungen in sich hineinzulassen und diese ernst zu nehmen, nicht gleich abzuwischen. Also hier gerade in diesem Punkt, dass sagen wir, bei Edith Stein noch weiterentwickelt wird von einer natürlichen Veranlagung zu einer wirklichen Glaubenshaltung, da ist sie ein großes Beispiel und Vorbild, aber auch Beispiel im Konkreten für uns Menschen heutzutage. Sie merken es in der Gesellschaft, wir schwanken furchtbar zwischen festen Meinungen, die wir sogar gewalttätig verteidigen, mit Kriegen und mit Gewalt eben, also wo keine Bereitschaft ist, auf den anderen an mich heranzulassen mit seinen anderen Meinungen und seinen verschiedenen Botschaften. Und auf dem anderen Extrem die Haltung, es gibt sowieso keine Wahrheit, ist alles gleichwertig und es ist ziemlich gleichgültig, was wir für Meinungen, für Wahrheiten, vielen möglichen Wahrheiten ernst nehmen. Also sie bleibt dabei, wie eine gute gläubige Person, diesen mühsamen Weg der Auseinandersetzung zu gehen. Das Äußere in mich hineinlassen, aber natürlich ernst auch begutachten, was da ist. Also das wird die Haltung sein, wo ich überzeugt bin, dass sie einen wesentlichen Beitrag zu ihrem Weg zum Glauben leisten wird. Dadurch kann sie auch für die Erfahrung des Glaubens anderer offen sein und sich der Wahrheit in Jesus Christus nähern. Sie lernte dann als Philosophin gerade in einer Schule, in einer philosophischen Schule, die versucht, so vorurteilsfrei wie möglich, soweit es möglich ist, also sich dem zu öffnen, was sich zeigt, den Phänomenen. Also Phänomenologie ist das Wort, das diese Denkschule bezeichnet. Also beobachten, was in meiner Seele, in meiner Person ist und offen sein für das, was von außen hineinkommt. Ohne die Angst, ohne die Vorurteile, ohne immer schon sortieren zu wollen, was kommt, was nehme ich wahr, was nehme ich ernst und was nicht. Also Sie verstehen, es ist keine theoretische Haltung, es ist eine ganz konkrete Lebenshaltung.
so im Hinhören, diese Haltung des Hinschauen, des Hinhörens, damit ich die Eindrücke, die ich durch meine Erfahrungen habe, durch meine Begegnungen mit Menschen, durch meine Lektüren, wie auch immer, dass die ernsthaft, also anhöre, also auf mich wirken lasse, um so auf der Suche zu bleiben nach dem tieferen Sinn. Auch wenn ich es nicht gleich habe, diesen Sinn. Machen wir ein Beispiel, das, glaube ich, bekannt ist. Sie besucht als noch nicht Gläubige die junge Witwe von ihrem Professor und Freund Adolf Reinach. Beide sind evangelisch, also Christen. Er ist gerade im Ersten Weltkrieg gefallen und Edith besucht die Frau und erwartet da eine in Leid aufgelöste junge Frau. Es sind wirklich junge Menschen gewesen, um die 30 herum. Und findet aber eine Frau, die schließlich sie tröstet. Also die Pauline Reinach wird von ihrem Glauben, von ihrem starken Glauben so gestützt, dass Edith selbst erbaut wird, auferbaut wird. Und sie sagt, das war meine erste Begegnung mit der Kraft, mit der Macht des Kreuzes. Also eine Begegnung, ein Eindruck in ihre Seele hineingelassen, nicht abgewehrt. Sie hätte sagen können, na, das ist nur, das ist unwichtig, ist was anderes. Ich nehme es nicht ernst. Nein, sie lässt es an sich heran, obwohl sie es noch nicht ganz versteht, sie noch nicht ganz vielleicht annehmen kann. Denken Sie bitte an diese Haltung, wenn Sie zum Beispiel das Evangelium Mariens hören, wo beim 13-jährigen Jesus im Tempel Maria auch nicht versteht wirklich, was Jesus an Erklärungen von sich gibt in diesem seltsamen Situation. Und da heißt es, sie bewahrte alles in ihrem Herzen oder sie erwog alles, je nach Übersetzung, in ihrem Herzen. Also sie lässt es an sich heran und lässt es auf sich wirken und lässt es in ihrem Herzen, in der Hoffnung, der Sinn wird sich später erschließen. Das ist der Weg, oder zumindest ein wesentlicher Rahmen für den Weg hin zum Glauben. Diese Offenheit und diese Suche nach Tiefe, nach Wahrheit, das Zulassen auch, dass ich etwas erfahre, was ich noch nicht nachvollziehen kann und vielleicht anders ist, als was ich bisher gedacht habe. Auch nach ihrer Konversion, nach ihrer Taufe also, wird sie diese Haltung beibehalten und noch vertiefen, weil jetzt kann sie das natürlich im Glauben auch besser verstehen. Wie Maria eben im Herzen, also mit dem Herrn selbst, der in unserem Herzen wohnt, die unverständlichen Sachen, alles, was sie erfährt, in Verbindung bringt, im Herzen erwägt, kann sie auch zu einem tiefen und unerschütterlichen Vertrauen kommen. Das ist die Frucht ihres Glaubens, bei Edith Stein ganz besonders. Dieses Vertrauen, dass ich es also nicht unbedingt verstehen kann, was da passiert, noch weniger kontrollieren und beeinflussen, manchmal schon, aber grundsätzlich gibt es so vieles in unserem Leben oder im Leben der Öffentlichkeit, was wir nicht in der Hand haben. Und doch brauche ich jetzt keine Angst haben, sondern ich kann immer und wirklich immer auf Gott vertrauen und in diesem Frieden auch bleiben. Denken wir auch an uns, und damit möchte ich auch schließen, ganz konkret, wie oft auch im Gebet wissen wir genau, was Gott uns sagen soll oder was er tun soll, damit wir zufrieden sind. Und wie oft bauen wir so Vorurteile, vielleicht ganz heilige Vorurteile auf, aber Brillen sozusagen. Gott soll so und so sein, ich soll so und so sein und meine Nachbarn so und so, damit alles klappt. Edith Stein lehrt uns, nein, wir sollen zu Gott gehen im Gebet, das bleibt der königliche Weg auch zur eigenen Innerlichkeit, aber nie vergessen diese Offenheit zum anderen, zum Andersartigen,
Und das ist Gott in erster Linie, der immer wieder ganz anders ist. Es macht Mühe, es ist nicht der leichteste Weg. Viel leichter ist, mit vorgefertigten Ideen und Wünschen vor Gott zu treten. Anstrengender vielleicht oder zumindest mühsamer, aber erfüllender ist, sagt uns Edith Stein, offen zu bleiben. Sie wurde reich beschenkt dadurch. Sie wird von diesem an der Hand des Herrn sein, das ganze Leben erzählen, das ganze christliche Leben, was sie noch vor sich hatte. Und an ihren Auswirkungen in ihrem Leben merken wir, wie tief ihr Vertrauen, ihr innerer Friede war. Später sogar in Auschwitz gibt es wunderschöne Zeugnisse, wirklich, wo sie diesen Frieden, diese Gottverbundenheit gelebt hat. Kann man sich nur wünschen, auch in viel weniger dramatischen Situationen in unserem Leben. Damit möchte ich schließen. Vielleicht können Sie mit diesem Hinweis von Edith Stein etwas anfangen. Wir können auch ins Gespräch kommen heute miteinander noch kurz. Es wäre schön, wenn Sie mir vielleicht sagen, was Sie davon halten, von dieser Offenheit. Kennen Sie das oder kennen Sie auch das Gegenteil, wo man dann doch Eindrücke fernhält und nicht mehr offen ist für etwas, was vielleicht anders ist, auch im Gebet? Eine Frage ist reingekommen, ob Edith Stein auch einen Bezug hat zur Kirchenmusik. Vielleicht können Sie noch kurz darauf eingehen und dann bitte ich um Abschlussworte und um den Segen. Dankeschön. Oh ja, gerne. Also von ihr wissen wir, also von ihr selbst, weil sie es mehrmals erwähnt, dass sie sehr gerne und oft nach Beuron gefahren ist. Beuron ist eine benediktinische Abtei, die heute, aber damals besonders, für eine gepflegte Liturgie stand, also gerade stand. Und das beschreibt sie auch, diese Freude an der schönen Kirchenmusik dort, meistens Gregorianik. Aber überhaupt, es ist bekannt auch, dass sie musikalische Interessen hatte. Sie spielte selber Klavier und hatte große Sensibilität für Musik und Kunst allgemein. Also ich glaube, über Kirchenmusik sagt sie in dem Sinne nicht viel, im Sinne von einer Lehre oder so, aber wir wissen, dass sie ein Herz dafür hatte, sowas sehr geschätzt hat, auf alle Fälle. Sie war überhaupt für Schönheit und so weiter sehr aufmerksam und sehr offen. Das hat sie sehr wohl auch philosophisch behandelt. Kunst und Schönheit. Ja, ich möchte gerne schließen, ganz am Ende mit dem Segen, aber jetzt noch mit einem Gebet von ihr. Das Gebet schrieb sie anlässlich der Taufe ihrer Schwester Rosa, die dann auch in Auschwitz mit ihr ermordet wurde. Es ist zwar für die Taufe von Rosa, die auch in einem gewissen Alter getauft wurde, aber ich glaube, das passt sehr gut für sie selber auch. Das Gebet lautet: Mein Herr und Gott, du hast mich einen langen, dunklen Weg geführt, steinig und hart. Oft wollten meine Kräfte mir versagen, fast hoffte ich nimmer je das Licht zu sehen. Doch als im tiefsten Schmerz mein Herz erstarrte, da ging ein klarer, milder Stern mir auf. Er führte mich getreu, ich folgte ihm, zagend erst, dann immer sicherer. So stand ich endlich an dem Tor der Kirche. Es tat sich auf, ich bat um Einlass. Aus deines Priesters Mund grüßt mich dein Segenswort. Im Inneren reiht sich Stern auf Stern. Rote Blütensterne weisen mir den Weg zu dir. Sie harren dahin zur heiligen Nacht. Doch deine Güte lässt sie mir leuchten auf dem Weg zu dir. Sie führen mich voran. Das Geheimnis, das ich im Herzen tief verbergen musste, nun darf ich lautes künden. Ich glaube, ich bekenne. Der Priester geleitet mich die Stufen zum Altar hinauf.
Ich neige die Stirn, das heilige Wasser fließt mir übers Haupt. Ist es möglich, Herr, dass einer neu geboren wird, der schon des Lebens Mitte überschritten? Du hast es gesagt, und mir ward's Wirklichkeit. Eines langen Lebens Last an Schuld und Leiden fiel von mir. Maria, deine und auch meine Mutter hat ihren Namen mir gegeben. Um Mitternacht legt sie ihr neugeborenes Kind mir in das Herz. O keines Menschenherz vermag's zu fassen, was denen du bereitet, die dich lieben. Nun hab ich dich und lass dich nimmermehr. Wo immer meines Lebens Straße geht, bist du bei mir. Nichts kann von deiner Liebe je mich scheiden. So bitte ich um den Segen auch für dich, Veronika, für alle Hörerinnen und Hörer. Mögen wir auch in diesem Bewusstsein der Taufgnade so schön wachsen. Nichts kann von deiner Liebe je mich scheiden. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Ich segne euch auf die Fürsprache der heiligen Patronin Europas, Schwester Teresa Benedicta vom Kreuz, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Auf Wiederhören. Grüß Gott. Auf Wiederhören. Dankeschön, Pater Roberto, für diese Sendung Der Garten des Gebets zum Thema der 100. Tauftag der heiligen Edith Stein. Sie, liebe Zuhörer, finden diese Sendung auf unserer Radiothek auf radiomaria.at. Am Mikrofon war Veronika Naderer.